viel jetzt aus diesen kleinen Ecken rauskommt, das finde ich faszinierend. Richtig schön aus. Ich finde jetzt, wenn du reinkommst, habe ich wie so ein Mini-Feuerwerk im Bauch oder im Herzen, weil das einfach schön aussieht. Wie gesagt, halt ein komplettes Küchen-Makeover und wir haben 0 Euro Heftig. ausgegeben. Mein Name ist Maja, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Paderborn und bin freischaffende Künstlerin. Mache ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt hier im Haus. Hier wird gegessen, hier wird gekocht, hier werden die Hunde gefüttert, hier kommt Besuch, hier arbeite ich. Also die Küche, hier passiert alles. Dementsprechend ist hier auch immer wieder Chaos. Wir räumen jeden Morgen die Küche auf. Bevor es den ersten Kaffee gibt, ist die Küche sauber. Mittags sieht es wieder aus, als hätte keiner was gemacht. Also auch durch uns selber irgendwie, aber auch, weil wir immer Besuch haben, was wir lieben. Aber irgendwie drehe ich mich da im Kreis. Also sowohl mit dem Aufräumen als auch mit dem Putzen komme ich nicht in die Tiefe, außer ich nehme mir das wirklich vor, weil ich halt mit der Oberfläche befasst bin. Für heute erhoffe ich mir, inspiriert zu sein und motiviert, also durch ein System oder durch das Verständnis an dem Ausmisten, an dem Aufräumen, damit ich für mich eine nachhaltige Lösung finde. Weil ich misste wirklich oft aus und räume auch oft aus, aber die Schränke werden immer wieder voll. Und das verstehe ich nicht. Und ich erhoffe mir, dass ich dafür für mich irgendwie einen Weg finde, daran zu arbeiten. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich von heute auf morgen sage, so, jetzt bin ich eine neue Person, aber dass ich Ansatzpunkte finde, wie ich daran arbeiten kann. Also, wir machen das jetzt in Unterkategorien, damit es halt nicht so overwhelming ist, alles rauszuholen. Und die 3 groben Unterkategorien sind erstmal alle Gegenstände zum Kochen, dann alle Gegenstände zum Essen und am Ende die Lebensmittel. Also es wird jetzt von hier ab jetzt erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Das ist immer interessant, wie schlimm das Ich habe da schon den Schrank gesehen, aber ich von da erstmal alles raus und dann können wir das durchsortieren. Are you ready, dear? Oh, we must be sure. There's no turning back. We're out the door. Leave your message here. Ja, das ist, ich habe einen Seifenworkshop gemacht und das ist für die Seifen, was ich nicht benutzt habe, aber kann man schon gut für Sachen benutzen. Ich wollte gerade sagen, und das Ding ist, das solltest du doch gar nicht aussortieren, wenn du sagst, das hast du doch vor. Das gehört auch vor allen Dingen in das Leben, das du führen möchtest. Ja. Aber ich würde es halt vor allen Dingen da verstauen, wo du auch die Seifen machen würdest. Halt. Ja, im Studio dann. Ne, genau, das halt durch den Platz halt hier auch, dass dieses auch funktionale Sachen da zu verstauen, wo man sie auch nutzt. Solche Schachteln ab jetzt immer aufbewahren, weil die sind super, dass du die in den Schubladen gut nutzen kannst, um kleinere Sachen zu verstauen, dass sie nicht verrutschen in große Schubladen. Von daher alle Schachteln, die wir jetzt finden, immer aufbewahren. Okay. Ich wollte unbedingt dieses offene Regal haben. Es war ein Fehler. Es war wirklich ein Fehler, weil ich dachte, das wird schön aussehen. Aber Warte bis heute Abend. Ja. Ach, komm mal her, Hundi. So. 26. Die wirkt fast leer hier. Der Optimalfall wäre für mich, dass alles seinen Platz hat. Das wäre für mich ein Freiheitsgefühl, weil ich dann nicht mehr suchen muss, wo ich die Sachen hinstelle. Ich habe oft das Gefühl, dass es ein Platzmangel ist oder halt eine fehlende Logik im Aufräumsystem, dass ich einfach die Sachen da hinstelle, wo sie hingehören. Ja, die sind gut. Dann können wir sie aufheben und vor allen Dingen packen wir die an einen Ort, wo du auch eine Routine entwickeln kannst. Morgens oder abends geht in diesen Schrank
und nehme mir meine täglichen Supplements oder wie die heißen. Da oben haben wir diese Supplement-Dinger auch noch. Genau, Die das heißt, das wir können wir ruhig dazu aufpacken. Weil manchmal findet man auch Sachen, das ist ja auch das Schöne beim Aufräumen, manchmal findest du halt Sachen wieder, die du eigentlich dann auch in dein Leben integrieren kannst, die eigentlich dann versteckt sind. Also wenn wir alle denken, es geht ums Wegschmeißen, eigentlich geht es darum, halt das wieder zu entdecken, was du halt wirklich in deinem Leben regelmäßig auch nutzen willst. Also packen wir das mal. Aber guck mal, wie cool, oder? Hammer. Es war auch schön, diesen ersten Glücksmoment einmal kurz, Ja, der hilft einem durch die Nee, ich langen- freue mich Echt richtig. Ich bin nicht mehr dahinter, irgendwie alles zu behalten. Ich bin froh. Ja, mit diesem noch? You took my hand for a dance, and I have loved you ever since. Das ist aber auch immer schön zu sehen, dass am Anfang halt selbst der noch so sehr hesitant ist mit Sachen aussortieren und irgendwann auch so, kein Bock mehr, da kommt irgendwie jetzt so Ja, ich bin da, also wie gesagt, das hier bin ich einfacher mit wegwerfen. Andere Ecken würden mir schwerer fallen. Sowas macht mich wahnsinnig auch. Ja, die nutzen wir eigentlich nicht mehr, aber manchmal, also wir haben eine Kaffeemaschine halt seit einem halben Jahr und davon haben wir nur die genutzt. Aber es wäre jetzt irgendwie auch schade, die wegzuwerfen. Möchtest du sie in Zukunft noch nutzen oder? Also wir haben ein paar Freunde, die also wir waren früher bekannt für unseren Kaffee mit diesen Dingern. Das klingt so blöd, aber Okay, ohne aber ich Witz- merke schon, das hat eine emotionale Ja, Verbindung. genau. Und ich bin da weg von, ehrlich gesagt. Ich trinke super gerne damit Kaffee. Aber jetzt hat noch eine Freundin gesagt, ja, einmal im Monat könntet ihr doch den mal machen, wenn wir da sind. Also deswegen, die können nicht ganz weg. Aber Okay, wir also werden das heißt, sie du nicht hängst auch, das heißt, aktiv- du siehst sie aber auch halt wieder auch gern, wenn Freunde kommen, die Maschinen nutzt und halt machst. Ich weiß nicht, ob wir es machen werden. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, wir haben unten auch ein Fach für Haushaltsgeräte, an die wir nicht so häufig müssen. Vielleicht Wir kommen die können dann sie erstmal dahin. da lassen und gucken halt, ne? Aber dass du sie halt noch nicht. Ja, Und also wie gesagt- ganz weg geht nicht. Auch wenn Freddys Ja. Mama kommt, die trinkt nur da Ja. mit den Kaffee und so. Dann können wir sie erstmal nochmal hier lassen. Ja, okay. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr in die Küche gehst und sagst, okay, im letzten halben Jahr hat nicht einer die Dinger benutzt, vielleicht sagst du dann nochmal, okay, dann können die jetzt raus. Oder du sagst halt, nee, irgendwie können die dazu. Halt, ne? Ich glaube tatsächlich, die müssen Ja. nicht hier sein. Also wir können Aber erst ja, mal- so dekomäßig sieht schon gut aus. irgendwie haben Wenn sie ich eine die noch mal Bedeutung halt. wasche und so, die sind jetzt so ein bisschen rostig, weil sie Ja. in der Spülmaschine waren, aber das sieht cool aus, das gefällt mir. Simpel und doch so geil. Okay, ich glaube, das nutzen wir schon. Das alles nutzen wir. Okay, super. Okay, wir haben jetzt erstmal alles aus allen Schubladen rausgeholt, was irgendwo teilweise random ist, aber vor allen Dingen die ganzen, was Kochutensilien ist, also irgendwie Töpfe, Pfannen und so weiter. Und werden jetzt die einmal schon mal durchsortieren, einfach um ein bisschen Platz zu schaffen hier. Das ist auch quasi der Trick innerhalb eines kleinen Raums, halt trotzdem Überblick zu halten, auch beim Aussortieren. Und können auch schon mal anfangen, bestimmte Sachen in offensichtliche Räume zurückzusortieren, wie zum Beispiel halt so ein Drehschrank, der einfach danach schreit, dass man hier Töpfe einsortiert. Und damit haben wir auch schon wieder ein Stück Platz, bevor wir dann die nächste Kategorie, was dann halt Essutensilien sind, also Teller, Gläser und so weiter, dass wir dann einen Platz haben, um die wir durchzusortieren, weil das sind Kategorien, die stehen sich nicht in der Quere. wie viel Baller, also wie viel Zeugs sich irgendwo versteckt, das finde ich so krass, ne? Also wie viel jetzt aus diesen kleinen Ecken rauskommt, das finde ich faszinierend und erschreckend. Und hier zum Beispiel, ich will dich nicht überreden, dass du aussortieren musst, aber jetzt, wenn man hier gerade im Zusammenhang siehst du, wie viele kleine Löffel ihr habt. Welche nutzt du gerne, welche machen dir Freude? Wie würdest du dir wünschen, dass die Schublade aussieht, wenn du sie aufmachst? Ja, sortiert. Gut. Dass ich mal eben die rausnehmen kann und die Schublade putzen kann. So würde dass ich's manche mir zum Beispiel wünschen. haben ein Faible für dieselbe Sorte. Manche Ja. sagen, nee, ich mag das gerne, wenn es so kreativ bunte sind. Manche bedeuten mir was. Manche halt sind gar nicht meine. Das Schlimmste war wirklich zuzugeben und zu zeigen. Guckt mal in unsere Schränke. Von außen sieht es nett aus, aber wenn ihr reinguckt, seht ihr das Chaos. So, das ist ja eigentlich ein Blick in die Seele auch, ne? Das war meine erste Überwindung, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, das werden Leute sehen, aber ich glaube, das weiß ich auch, es wird vielen so gehen.
Genau, wir haben jetzt Subkategorie 1 und 2 jetzt final aufgeräumt. Und nicht wieder abgeräumt, aber durchsortiert und sind jetzt bei der dritten Kategorie Lebensmittel. Und es sieht noch chaotisch aus, einfach weil wir jetzt quasi in den letzten Twist und Turn sind, weil wir mit noch ein paar die Lebensmittel einmal durchsortieren, auch bestimmt Platz schaffen werden, wie die Lebensmittel vorangeordnet waren und es dann final schaffen, halt die Sachen auch wieder einzusortieren. Ja, also so Essen tut halt echt weh, das wegzuwerfen. Und dann denkt man immer, man macht es irgendwann und dann... Aber ich glaube auch da Das hilft ist- halt tatsächlich auch einmal das wirklich das Aufräumen, Ja. das Wegschmeißen und den Schmerz und das kurz auszuhalten, weil mit dem Aushalten kommt auch der Lerneffekt, dass du halt beim nächsten Mal sagst, okay, es war so doof, ich habe Vollkornweizen mir weggeschmissen, aber dann weißt du beim nächsten Mal, ich kaufe es nicht mehr. So, nach der heißen halt Lebensmittel Ja. alle zugänglich. Dann weißt keine Decke. manchmal sind sie einfachen Dinge, oder? Aber vor allem auch siehst du, wenn noch sie irgendwann leer ist, dass du weißt, okay, wir haben nur keine Kohlenhydrate mehr, wir brauchen die Reis und Nudeln halt. Oder wir haben hier, ich weiß nicht, also diese eisenreichen Ja. Lebensmittel halt, ne? Kichererbsen, Linsen, ist alles halt so eins. Oder unsere Soßen sind alle, unser Mehl ist alle. Das ist süß hier, da sind wir beim Pudding dazu gepackt, die Waffeln hier. Und das ist Gemüse halt. Das Hier ist Milch so und geil. Kartoffeln. Weil wenn du jetzt einkaufen gehst oder jemand geht einkaufen und dann sagt die Person, brauchen wir noch Mehl, dann ist bei mir so, ich weiß, wir haben 2, 3 Packungen, aber vielleicht, ja, nimm mal sicherheitshalber mit. Und jetzt öffnest du und hast alles auf einen Blick so und sagst, nee, Ne, haben wir passt. da. Also und davor war das so ein Suchen oder erstmal den Deckel öffnen, habe ich schon keinen Bock drauf. Oh, die nutze ich aktiv. 25, hey, alles gut, 25. Okay. 28, hello! Ich sorge dafür, dass eure Gummibärchen wegkommen. Ja, das ist doch gut. Das ist schon richtig geil. Echt. Das freut mich. Sobald wir Sachen stapeln, wird es unhandlich, weil es auch unübersichtlich wird. Deswegen auch bei Kleidung versuchen wir wenigstens auch übereinander zu legen, weil sobald du das Unterste rausnimmst, wird der Rest darüber halt Chaos. Und alles, was du halt so hinstellen kannst oder von oben stapeln kannst, dass du halt immer einzeln rausgreifen kannst, das ist praktisch, das ist einfach. Du kannst jetzt hier, egal welches Brett du suchst, kannst jetzt eins rausnehmen und musst halt nicht immer alle hochheben und halt runter. Und vor allem auch, du hast den Überblick. Nein, wir sind hier hinter, ja? Bei Ja, den Tees. Das solltest du von hier aus sehen. Ja, Ist da noch perfekt. so ein So. Richtig schön aus. Ich habe die nach Farben sortiert, nicht nach Geschmack. Hätte ich auch gemacht. Und ich merke eine richtig krasse Veränderung innerlich und ich brauche das auch, weil es ist einfach zu viel. Ich möchte diesen perfekten Tag als Alltag haben. Ich möchte das wirklich. Und ich merke richtig, dass ich dafür das Zuhause frei haben muss. Diese Freiheit, von der wir eben gesprochen haben. Ne? Ballastlos Richtig. werden halt. Ist alles, was in dem nicht perfekten Tag auch nicht drin ist, dich halt irgendwie auch zurückhält. Voll. Und dann natürlich, wer weiß, welche Veränderung noch kommt. Ne? So langsam. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay.
Weil sie meinte, du musst noch alles approven, weil du auch viel kochst hier. Und ihr müsst euch auch ein bisschen zurechtrütteln halt, ne? Also, klar. dass ihr dann halt, also hier sind auch nochmal Küchengeräte. Das sind jetzt die neuen Lebensmittelfächer. Und dass man das auch noch so ein bisschen labelt, gerade wenn hier viele Leute reingehen, das sind eure Kohlenhydrate, eure Nudelsoßen, eure... Ja, dann mache ich noch Schilder. Ja. Das ist sehr, sehr geil, ja. Ist cool, oder, Hammer. Freddy? Guck mal, zeig dir, hast du da Richtig stark. Müsli-Dings gesehen? Genau, hier oben ist halt das Kaffee, Kakao und dein Müslifach. Da wusste ich jetzt nicht, was du halt da genau nimmst. Und Teesorten haben wir auch nochmal gut aufgeräumt. Ja. Ist das nicht ein geiles Gefühl? Also ich finde, Das ist mich hat diese Ecke, wenn ich hier reingekommen bin, ich war im Kampfmodus, ne? Ich wirklich, diese Ecke, das war so viel Stressfaktor so, ne? Man hat gelernt, damit zu leben, aber es ist wie so in so einer Bubble und dann akzeptierst du es, aber eigentlich macht es eine Unruhe in dir. Ich finde jetzt, wenn du reinkommst, habe ich wie so ein Mini-Feuerwerk im Bauch oder im Herzen, weil das einfach schön aussieht. Was du dir auch einmal her gewünscht hast, dieses alles hat seinen einen Ort. Und einfach, dass du jetzt auch nochmal Zeit nimmst, jetzt auch zu merken, weil alles hat jetzt genau seinen einen Ort. Und wenn ihr die Spülmaschine ausräumt, dann kommen die Gläser genau dahin, wo die waren. Und dadurch kann dieses Chaos eigentlich nicht mehr passieren, zumindest mit Gegenständen aus dieser Küche, weil sie einmal einen Ort definiert haben. Ja. Wenn du jetzt aber merkst, okay, irgendwie gibt es hier doch mal wieder Ecken, die sich vollmüllen, dann weißt du, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist entweder nicht funktional genug, ich muss erst den Deckel hochheben oder die Zwiebeln sind oben auf dem Schrank drauf und da komme ich nicht ran. Also das spürt man dann, dass man, okay, irgendwie zieht diese Ecke wieder magisch halt irgendwas an. Dass du sagst, okay, da muss ich nochmal rangucken, du kannst auch mal gerne schreiben natürlich. Also eigentlich, was wir lernen müssen, ist wirklich den Platz zu definieren. Also erstmal Platz machen, durch Aussortieren. Ne? Und wir dachten immer, wir brauchen einfach neuen Platz. Wir brauchen mehr Stauräume. Das ist auch so ein Fehldenken, ne? Weil das Problem mit dieser ständigen Arbeit, die auf mich wartet, habe ich ja nur dadurch, dass ich so viele Sachen habe. Und irgendwie im Alltag manchmal, wenn man so durcheinander ist, verliert sich das. Aber ich hoffe, dass das jetzt so wirklich mit Disziplin und diesem krassen Neustart wirklich, dass das ins Blut geht irgendwann. Und das fand ich richtig heftig. Man ist so festgefahren, auch da. Ich hätte den Platz genauso genutzt, wie er vorher war. Und dann wäre man nicht hingekommen damit. Also so, dass jetzt das alles anders ist, ich wäre nie drauf gekommen. Das finde ich halt so krass und das merkt man schon dass du jetzt da warst, konnte das nur passieren. Weil ich wäre alleine, hätte ich das nicht gemacht, muss ich wirklich sagen. So weit wäre ich einfach nicht. Nee, ich bin echt richtig begeistert. Also wir haben wirklich in der Küche oft einen Neustart versucht und auch allein durch die Lebensmittelmotten ganz, ganz viel Lebensmittel weggeworfen. Aber es ist immer halt wieder dahin gekommen. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Dadurch, dass wir aber jetzt vieles verändern wollen, glaube ich, das ist der perfekte Moment. Man muss ja auch bereit dafür sein irgendwie. Aber ich bin gespannt, wie wir jetzt wirklich nachhaltig, dauerhaft damit umgehen. Aber ich glaube, es wird eine Veränderung sein. Alright. Ja, ist geil. Wahnsinn. Wow. Cut. Ja. Cut. Ja, ich drück dich noch. Ja. Danke. Ich danke dir.